Hallo, heute bekommt unser Audi 100 C4 eine komplette Inspektion. Ich habe das Auto jetzt warm gefahren und wir beginnen mit dem Ölwechsel. Für den Ölwechsel und die weitere Inspektion muss erstmal die Unterbodenverkleidung ab. Den Glitz muss man um 90 Grad drehen, dann kann man sie entnehmen. Unten ist die Verkleidung noch eingehakt, einmal wegdrücken und gut. Jetzt kann sie in der Stellung entnommen werden. Zum Öffnen der Ölwanne nimmt man am besten starren Schlüssel und auf jeden Fall eine 6er Stecknuss. Dann ein guter Ruck und das Teil ist auf. So, dann aufpassen, die Soße ist heiß, wo da rauskommt. Für das Lösen des Filters nehme ich so eine Kette und der Filter kommt auch. Auch beim Ölfilter läuft natürlich wieder ein bisschen heiße Soße aus. Jetzt lassen wir das Auto erstmal ausbluten. Auf die Ablassschraube kommt eine neue Dichtung und die Schraube wieder drauf. Ich hatte schon öfters das Problem, dass sich dieses Gehäuse gelöst hat. Deswegen kontrolliere ich immer, ob die Schraube noch fest sitzt. Sitzt gut, kein Problem. Des neuen Ölfilters kommt nun ein bisschen Öl oder Fett. Dann wird der Filter angesetzt und nur mit der Hand festgezogen. Natürlich Männerhände. Dann die Schraube hier handfest anziehen. Das reicht schon. Der 2,6 Liter V6 bekommt 5 Liter Öl. Also im Prinzip ein Kanister rein. Noch ist nichts zu sehen, also mehr rein können. Müsste es ungefähr Maximum stehen. Schauen wir mal. Perfekt, steht genau am oberen Rand. Wir lassen den Motor jetzt laufen, bis die Öldrucklampe erlischt und dann drehen wir ihn kurz auf 2000 hoch. Gut, reicht. Und das Öl hängt wieder Minimum, also noch ein Liter und gut ist. So, jetzt ist er gut voll. Unser nächster Prüfpunkt ist das Getriebeöl. Allerdings sitzt die Einfüllschraube und Kontrollschraube hier unter dieser Verkleidung der Achsmanschette. Also muss diese Verkleidung erstmal demontiert werden. Die hat hier 3 Imbusschrauben, die wir jetzt mal versuchen zu lösen. Eine, 2, zweite. So, hier ist eine Aussparung und man kommt an die Einfüllschraube nur ran, wenn man das Rad so weit verdreht, bis diese Aussparung hier über der Schraube sitzt. Stopp. So, auch hier wieder starren Hebel. Kommt Öl aus dem Getriebe, wäre genug drin. Bei dem verölten Getriebe fehlt natürlich. Bis es rausläuft. Und dann schnell wieder die Schraube drauf, bevor das ganze gute teure Öl weg ist. So, die Ölschraube ziehen wir fest, bis es nicht mehr weitergeht und dann noch ein kleiner Ruck. Die Verkleidung setzen wir wieder an, machen unten mal eine der Schrauben rein, dann die zweite. Alles noch festziehen und fertig sind wir. Kontrollieren die Abgasanlage hier oben beginnend beim Krümmer. Gut, die Katalysatoren sind neu, da kann ja nicht viel sein. Ihr kennt ja unseren Film. Dann geht es weiter hier. Kein Problem. Auch noch gut. Bisschen rostig hier normal, aber es ist noch dicht. Der Gummi hier hängt noch und ist auch nicht besonders rissig. Geht also auch noch. Gut. Okay. Der mittlere Topf ist auch noch soweit in Ordnung.
Der beginnt hier ein bisschen zu rosten, aber das geht noch. Der Gummihalter hier ist auch noch am Platz und nicht gerissen. Fantastisch. Wir verfolgen den Auspuff weiter. Hier ist noch ein Gummi, der muss natürlich auch in Form sein. Dann kommt hier der Flansch zum Endtopf. Dann kommt der Endtopf, der hat hier ein Gummi. Hier ist der Gummi rissig, der muss gewechselt werden. Von hinten ist er auch wieder rissig. Wir überprüfen die Achsmanschetten hier am Außengelenk. Die sieht noch sehr gut aus. Die Gegenseite ist noch genauso gut, fantastisch. Die Innenseite ist auch gut. Sehr schön. Hier ist auch noch alles in Ordnung. So, wir schauen hier an den Aufnahmen des Querlenkers. Da ist alles noch dicht, nichts gerissen, alles am Platz. Die Lager des Stabilisators sind auch noch gut und am Platz. Dann geht es hier weiter. Hier sind weitere Lager, auch alle gut. Dann geht es hier rum. Hier ist das zweite Innenlager. Und zum Außenlager hier. Alles am Platz, alles wie es sein sollte. Perfekt. So, der Spurstangenkopf ist auch noch gut. Alles dicht, keine Risse. Schlauch ist noch gut. Bremse an sich auch kein Problem. Entlüftungskappen alles drauf. Wunderschön. Das Tragbild der Scheibe etwas eingelaufen, aber noch innerhalb der Toleranz. Wir betrachten die Gegenseite, keine Riefen. Hier etwas eingelaufen, alles noch in Form. Den Zustand der Bremsbeläge erkennt man am besten von außen durch die Felge. Wir schauen, dass die Bremsbeläge noch eine Stärke von mindestens 2 mm haben, der hat noch mindestens 5. Wir begutachten die Lenkmanschetten, die sind noch in Form, alles trocken, keine Undichtigkeiten, nichts gerissen. Beginnend vom Tank untersuche ich die Benzinleitungen, ist alles noch in Form, da ist dran. Das gleiche Spiel mit den Bremsleitungen, wir verfolgen sie bis hinten zum Bremsregler. Bremsregler schauen wir uns an, ob er noch freigängig ist. Geht, kein Problem. Der Schlauch hier ist auch noch so weit in Form, das sind keine Risse, sondern ein paar Reste vom Unterbodenschutz. Bei der Bremse hinten schauen wir, ob hier alles dicht ist, keine Flüssigkeit zu erkennen. Tragbild ist in Ordnung. Der Schlauch hier muss dicht sein und darf keine Risse haben. Bei diesen Bremssätteln kommt es öfters vor, dass die Handbremse blockiert. Deshalb überprüfen wir die Handbremse, ob sie wirklich wieder aufmacht. Wir beginnen mit der Motoruntersuchung von unten. Das ist das linke hintere Motorlager. Alles noch am Platz. Gut. Das rechte Lager ist ebenso noch in Form. Kein Problem. Ablauf der Klimaanlage funktioniert auch. Prüfe alle Wasserschläuche und alle Ölschläuche auf Dichtigkeiten. Hier alles dicht, Kühler vorne kein Problem, aber hier haben wir ein Problem. Der untere Schlauch zum Kühler ist da oben gerissen an der Schelle. Den müssen wir tauschen. Wir schauen nach dem Druckschlauch der Kupplungshydraulik. Sieht aus wie ein Bremsschlauch, der ist auch noch gut und nicht rissig. So, die Drehmomentstütze vorne, also das vordere Motorlager, ist noch bombig in Ordnung. Sieht aus wie am ersten Tag. Nachdem wir von unten am Motor soweit fertig sind, können wir die Verkleidung einsetzen, bevor wir die Grube zumachen. Die Verkleidung so einsetzen, dass die ganzen weißen Laschenfronten getroffen werden. Und nach vorne schieben. Die Clips an der Seite 90 Grad. Okay. Können wir nochmal von vorne anfangen. Schaut euch mal diese Mischkonstruktion an. Bei Porsche wären 11 Schrauben dran. Zum Glück kaufe ich die Dinger immer gleich im praktischen 10er-Pack. Wir kontrollieren den Flüssigkeitsstand des Kühlmittels. Ausspülmittel brauchen wir nicht, ich habe es ja selbst eingefüllt. Bremsflüssigkeit ist eher zu viel als zu wenig drin, das ist also auch gut. Servoöl passt auch, steht auf Maximum. Da muss man wieder was nachfüllen. Mein Lieblingswort: Scheibenwischwaschwasser. Der Luftfilter sitzt in diesem
Rasten gut zugänglich, aber verkehrt rum montiert. Und eine, wo man nicht beikommt, da braucht man ganz kleine Finger. So, wenn man es geschickt macht, braucht man eigentlich gar nicht viel wegmachen, soweit ich mich erinnere. Mit ein bisschen Gefühl kriegt man den Luftfilter hier durch den Spalt durch, dann erstmal gut im Rahmen einsetzen. Deckel wieder einsetzen, ohne den Luftfilter unten zu zerquetschen. Klammern wieder drauf. 3 und die hier geht verkehrt rum. 4. Um den Zahnriemen zu begutachten, machen wir mal die Verkleidungen runter. Das beginnt hier oben mit diesen 4 Clipschrauben. 4 Ingwerschrauben. Komplett abschrauben. Jetzt sieht man zum einen mal den Keilriemen, der hier alle Aggregate antreibt. Spannung stimmt automatisch, weil er hat ja eine Spannrolle. Hier einen Clip lösen, unten ist noch einer. Lösen und die Rastnasen hier aushängen. So, und da seht ihr den Zahnriemen. Um ganz sicher zu gehen, dreht man den Motor mit einer 24er Filzanstecknuss komplett durch. So, der 12-Kant passt direkt auf die Kurbelwelle. So, und jetzt kann man den Zahnriemen auf der ganzen Länge begutachten. Setzt man es hier wieder auf, oben und unten zu, fertig. Alle 30.000 Kilometer müssen bei diesem Motor auch die Zündkerzen gewechselt werden, obwohl sie relativ teuer sind. Aber da er nur 3 Zündspulen hat, zündet er pro Umdrehung der Nockenwelle 2-mal. Er zündet also auch im Auspufftakt. Die Kerzenstecker abziehen. Okay. Lange 16er Zündkerzennuss und eine große Verlängerung, sonst kommt man hier durch das Gefährt nicht durch. So, mal alle Zündkerzen in Hauch anlösen. Da die Löcher wahnsinnig tief sind, wo die Zündkerzen drin stecken, würde jetzt der ganze Dreck in den Motor fallen, wenn wir die Zündkerzen nach rausdrehen. Deshalb erstmal die Löcher mit Pressluft ausblasen. Jetzt können wir die Kerzen vollständig rausdrehen. Die neue Zündkerze in den Neoprenhalter eindrücken. Der Ring kann nicht verloren gehen, ist kein Problem. Kontaktabstand habe ich nochmal kontrolliert. Und jetzt gut ruhig ansetzen. Und auf jeden Fall achten, dass ihr im Feingewinde seid, sonst ist der Zylinderkopf hinüber. Machen wir nachher mit. Moment. Nicht raus. Für die Zündkerzen nehmen wir einen Anzugsmoment von 25 Newtonmeter. So, bevor wir die Zündkerzenstecker wieder aufstecken, schauen wir uns innen die Kontakte an. Da können wir ein bisschen Kontaktspray reinmachen für die Zündung. Und wir prüfen, ob die Kabel irgendwo sichtbare Durchschläge zeigen oder gerissen sind. Also machen wir ein bisschen Spray von Caramba für die Zündungen rein. Müsst ihr die Stecker wieder aufsetzen, aber gut aufdrücken, bis ihr das Klick hört. Dann die Kabel wieder schön ordentlich hier oben in die Führung drücken, sonst klappt es nachher mit dem Deckel nicht. So, jetzt kommt noch die andere Zylinderbank, weil das war kein 3-Zylinder, sondern ein 6-Zylinder Audi. Wir prüfen hier, ob alle Einspritzdüsen noch dicht sind, alle Kabel und so weiter im Platz. Das natürlich auch wieder 6-mal. Was auch oft kaputt geht, sind diese Unterdruckleitungen hier hinten. Die muss man natürlich mal nach den Jahren erneuern. Hier ist aber alles in Ordnung, auch die Störlufteinführung für die ASO. Da hinten drin versteckt machen wir ein bisschen Fett. Zündgeschirr nach beschädigten Steckern oder losen Kabeln. Das ist aber alles bombig in Ordnung. Benzinleitungen oben sind auch noch alle in Form. So, nachdem wir alles gewechselt haben, setzen wir die Verkleidung wieder an. Erstmal hier oben die 2 Schrauben nur ansetzen. Vorne 2 Schrauben. Nur leicht anziehen.
Der Deckel muss hier in seine Führungen eingeführt werden. Dann gut ausgemittelt. Oben müssen jetzt diese Clips da gesteckt werden. Immer nur reindrücken, 90 Grad drehen. Irgendwann raschen die Dinger ein. So, hier schauen wir uns das Reifenablaufbild an und hier an der Kante ist er wunderschön ausgewaschen. Das war ursprünglich von einem Stoßdämpfer, aber den haben wir ja schon gewechselt. Ihr kennt ja unseren Film. So sieht das Reifenablaufbild aus, wenn noch alles in Ordnung ist. Der hat auch noch genügend Profil, keinerlei Auswaschungen zu erkennen, rundrum wunderbar. Der Reifendruck beträgt je nach Beladung für die schmalen Reifen 2,3 bis 2,8 bar. Naja, so ganz unbeladen ist er mit mir ja nicht mehr, also machen wir mal hinten 2,7 rein. Vorne reichen 2,5. Natürlich vergessen wir auch das Reserverad nicht, also einmal hochnehmen, raus aus dem Fahrzeug. Also hier können wir mal gut 3 reinmachen, verliert ihr sowieso, bis wir es brauchen. So, hier mit den Vordertüren auf die Scharniere. Hier unten, da vor allem, da rostet auch ganz gern. Könnt ihr ein bisschen sprühen, hier an die Klappmechanismen auch. Die Türschlösser bekommen hier hinten, hier oben, hier unten ein bisschen Sprühe und hier auf den Feststeller kann man auch Fett drauf machen. Des Spiegels auch immer ein bisschen Öl rein. Hier am Motorschluss natürlich auch überall ein bisschen Öl, ein bisschen Fett. Die Mechanik. Alle 30.000 Kilometer kommt hier auf die Schienen Silikonspray drauf. So, schauen wir mal, ob wir noch die Straße frei machen können. Funktioniert. So, erstmal Abblendlicht bzw. Standlicht fangen wir an. Geht rechts und geht links. Hinten ebenso und ganz wichtig für den TÜV, beide Kennzeichenleuchten gehen aus. Rückwärtsgang. Ja. Bremse. Ja. Nebelschlussleuchte. Ja. Linker rechts. Linker rechts. Warnblinker. Lichthupe. Fernlicht. Funktioniert alles. Nebelscheinwerfer. Und auch die Höhenverstellung geht. Bei meinem C4 sitzt die Batterie unter der Rückbank, also muss erstmal die Rückbank raus. Die Rückbank ist hier an 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt, eine links und eine rechts. Die Bank vorne anheben und nehmen. So, das ist keine wartungsfreie Batterie, also machen wir alle Zellen auf und schauen mal rein. Ob das Wasser genügend hoch steht. Hier fehlt ein kleines bisschen. So, ich messe die Säuredichte in den Zellen. Naja, so der übliche Wert, gerade so zwischen Gelb und Grün. Die ein bisschen destilliertes Wasser nach. Die zweite kann auch noch einen Hauch gebrauchen. Die anderen waren gut. Schrauben wir das Teil wieder zu. So, die Inspektion ist beendet. Nun kann der Große wieder auf große Fahrt gehen, auf die nächsten 500.000 Kilometer. Tschüss, bis zum nächsten Film. Vergisst nicht auf die Werbung zu klicken, sonst gibt es keine Filme mehr.